kann immer noch nicht glauben, dass ihr das gemacht habt. Bella, was hätten wir anders tun sollen? Etwa zur Polizei gehen? Ja, mein Gott, es war ein Unfall. Ein Unfall, gegen den ihr nicht versichert seid. Bella, Andi und du, ihr habt Pelz im Wert von mehreren Millionen vernichtet. Willst du die nächsten 100 Jahre Schulden abzahlen? Ja, aber deshalb schiebt ihr das den Tierschützern in die Schuhe. Toll. Das haben wir genau besprochen. Es gibt kein Opfer. Die können die Tierschützer gar nicht festnehmen. Genau, weil die gar nichts damit zu tun hatten. Also kann ihnen kein Mensch was nachweisen. Und bei LCL haben die Pelze bestimmt versichert. Das heißt für die Firma auch kein Ding. Und Bella, wir haben das auch für dich gemacht. Ihr habt keine Versicherung, das Geld habt ihr nicht. Das heißt im schlimmsten Fall Knast. Und dazu kommt noch, dass wir den Unfall vertuschen wollten und den Tierschützern angehängt haben. Das ist gezielte Sachbeschädigung. Das findet die Polizei 100 Pro nicht lustig. Bella, es gibt kein Zurück mehr. Wir wären dann am Ende. Bella. Bella. Sorry, ich brauche unbedingt mal einen Moment für mich. Weißt du, wie viel Zeit ich mit der Organisation verbracht habe? Das Beschissenste ist, ich kann jetzt nicht modeln. Dabei habe ich extra abgenommen. Und ich wollte das Geld für Maxi sparen. Scheiße. Es tut mir leid. Kann ja nichts dafür. Natürlich nicht. Hey. Hey. Hast du mitgekriegt, was passiert ist? Ja, ich arbeite ja gerade mit Andi im Lager. Das sieht echt schlimm aus. Hast du mal einen Moment? Ja, klar. Bis gleich. Wie schlägst du dich? Ich schlag mich gut, aber ich weiß einfach nicht, ob Andi das packt. Wir haben vorhin Frank getroffen und als Andi mitbekommen hat, wie ernst er diesen Einbruch nimmt, da ist er total nervös geworden. Meinst du denn, die finden raus, wer die Pelze ruiniert hat? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eher Angst, dass Andi einknickt und sich selber verrät. Oh Mann. Kurz habe ich gedacht, das hat er mich. Dass man aber auch feststellen kann, wer wann in dem Raum war, das war mir gar nicht klar. Ja, deswegen stoßen wir jetzt auf meine tolle Schwester an, die uns heute allen den Arsch gerettet hat. Echt? Das war so cool, wie du Frank angelogen hast. Ja, aber das war echt kein Spaß. Dann umso mehr danke. Oh, auch von mir ein großes Danke. Ich muss... Es war ja auch meine Schuld. Wieso? Hätte ich dich nicht abgelenkt, dann hätten wir den Wasserdruck im Auge behalten und dann wäre dieses blöde Rohr nicht geplatzt. Hätte, Fahrradkette. Bringt doch nichts, sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Wir hängen ja alle mit drin. Ja. Und wir packen das. Ist schon cool zu sehen, oder? Dass wir bereit sind, alle so weit füreinander zu gehen. Ich meine, hey, wir sind jetzt Gesetzlose. Wow, wenn du das sagst, klingt das so romantisch. Mhm. Hey, wir ziehen das zusammen durch. Auf jeden Fall. Kann ich mich nicht mal mehr in meinem eigenen Laden blicken lassen. Naja, etwas Gutes hat die Klatschpresse. Es gibt den Umsatz. Ah, meine Pornowäsche-Tante. Wegen Porno jetzt nicht auch noch an. Das steht genauso hier in der Grandezza. Nein. Sexy Wäsche für Frauen im besten Alter, bitte, ja? Mach uns mal 2 kurze. Gerne. Ich möchte dazu gerne wissen, woher die Grandezza diese Informationen hat. Ich bin überzeugt, es war dieser Makler. Deshalb hat der dich auch so ausgequetscht. Ja, so ganz scheint ihr euer Konzept noch nicht verstanden zu haben. Rede doch noch mal mit denen. Das habe ich doch. Und die junge Dame am Telefon, ich schätze kaum über 20, sagte, ich zitiere, das kann ich mir mal alles total absolut gar nicht vorstellen. Ja, weil sie Jugend mit Sexiness verwechselt. Und ist wahrscheinlich selbst so unsicher, dass sie überhaupt nicht weiß, was guter Sex ist. Sexy Wäsche ist für die doch Bierdeckel, große Kreise auf dem Busen und Faden in die Po-Ritze. Dabei ist doch der Tanz der 7 Schleier viel verlockender. Dann gehe ich davon aus, dass ihr weitermacht. Aber hallo, wir werden allen zeigen, was sexy ist. Ja, davon bin ich völlig überzeugt. Entschuldigung. Von Lahnsteig, ne? Bitte? Entschuldigung, woher haben Sie diese Nummer? Nein, wir sind nicht interessiert. Wieder. Wisst ihr, was das war? Das war ein Herr, der wollte uns einen Stand auf seiner Fetischmesse anbieten. Was erlauben die sich eigentlich? Etwas mehr Respekt. Wir sind gestandene Geschäftsfrauen. Genau, das sind wir und das werden wir auch allen zeigen. Prost.
Nein, es ist der einzige Weg, dich da rauszuhalten, Olli. Es war meine freie Entscheidung, dass wir das zusammen durchziehen. Du hast das aber nicht verbockt. Du wolltest mir nur helfen. Andi, ich komme später vorbei. Nein, du... Olli will demnächst vorbeikommen. Das hätte ich mir denken können. Okay, dann lass uns jetzt mit Helmke reden, bevor Olli hier aufschlägt. Eigentlich bin ich ja froh, dass das mit der ganzen Lügerei jetzt zu Ende ist. Ich wollte dich da nie mit reinziehen. Das ist absolut unmöglich. Ein Irrtum ist leider ausgeschlossen. Herr Vukovic, was? Ich muss da was... Andi, einen Moment bitte. Ich habe die Videoüberwachungsanlage erst letzte Woche gecheckt und da war alles in Ordnung. Wenn die am Abend des Einbruchs wirklich aus war, dann muss es jemand von der Firma manuell gemacht haben. Aber diese ganze Schmiererei, das waren eindeutig diese militanten Tierschützer. Nur, dass die wahrscheinlich nicht wissen können, wie die Überwachungsanlage hier deaktiviert wird. Die Täter haben mit roter Farbe gearbeitet. Sind Ihnen im Gebäude irgendwo anders noch Farbspuren aufgefallen? Nee. Okay, danke erstmal. Andi, was gibt's? Was denn? Nichts? Ich meine, ich wollte nur mal ganz kurz Danke sagen für das tolle Frühstück heute. Und diesen Brötchenservice, den Charlie da aufgetan hat. War echt super. Also bis dann, ja? Andi, ganz kurz noch. Ich habe da noch eine persönliche Frage. Mann, Olli, du solltest doch nicht hierher kommen. Ja, ich will aber wissen, was los ist. Warum fällt diese Überwachung ausgerechnet dann aus, wenn wir hier sind und Ah, hey. Hey. Und? Was macht das Screen? Ja, das ist schon wieder besser, danke. Was machen denn die Pelzterroristen? Naja, von den Tierschützern, die hier in letzter Zeit den Eingang belagert haben, hatten jedenfalls alle ein Alibi. Ja, es gibt ja immer mal so Fälle, die nicht aufgelöst werden, oder? Irgendwie ist es alles komisch. Wieso? Wie meinst du das jetzt? Ach, nur so Gefühl. Aber seit wann machst du deine Arbeit denn nach Gefühl? Mache ich gar nicht, aber manchmal muss man auf seinen Instinkt hören. Und meiner sagt hier, dass hier irgendwas schief läuft. Ich bitte euch, irgendwelche Tierschützer wissen doch nicht, wie man eine Überwachungsanlage manipuliert. Es sei denn, sie hatten Hilfe von innen. Oder es war jemand, der von sich selber ablenken wollte. Ja, aber du hast die Sprüche doch auch gelesen. Natürlich waren das diese Baumstreichler. Denen ist doch nichts heilig. Natürlich, es sollte so aussehen. Als ob die Tat von Tierschützern begangen worden ist. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir nur mal ganz von vorne anfangen. Ab jetzt ist jeder verdächtig. Jeder.